Das ist wie flache Hand auf Muschi. Das ist Spielzeug. Na? So. Den Rest machen wir später, weil wir jetzt den hier rauspressen müssen, ne? Erst einmal. So müssen wir das rausholen. Und zwar habe ich mir Folgendes überlegt, was das angeht. Ja, nehmen wir mal. Also dieser Rahmen hier drumherum, um diese ganze Gummigedöns, das ist einfach nur Plastik. Und deswegen müsste das normalerweise, ich nehme mal einen anderen Hammer, denn das ist wie flache Hand auf Muschi. Das ist Männerspielzeug. So. Dann gucken wir mal. Das ist einfach nur Plastik. Billig Scheiß aus China. Nein, aber die sind alle so. Das ist tatsächlich Originalteil. Tatsächlich. So, jetzt hole ich mal das neue. Ja, Original Piaggio Group. Und wie ihr sehen könnt, genau derselbe Scheiß Plastik. Aber gut, was willst du machen, ne? Diese Noppen hier, die kommen halt nach außen, also die sind dann sichtbar, wenn das eingebaut ist. Ne? Kann man im Prinzip nicht verkehrt machen, weil hier ist das so ein bisschen abgerundet, damit es besser reingeht. Und ja, wollen wir mal versuchen, das Teil irgendwie ganz da rein zu bekommen. Da kann ich euch einen kleinen Tipp geben. Und zwar nehmt irgendetwas zum so ein bisschen einschmieren oder sowas. Zeige ich euch. Also Beispiel hier so ein Trockenschmierstoff oder Silikonspray oder irgendwie in diese Richtung. Einmal so ein bisschen schön einsprühen, damit das gleich besser flutscht und damit es nicht kaputt geht. Zweite, ihr habt hier so eine kleine Nut und hier habt ihr so eine kleine Auswölbung und ist ja, könnt ihr euch denken, was erzähle ich euch denn so eine Scheiße? Ihr seid doch nicht doof, ne? So. Und das Ganze machen wir jetzt einfach mal da rein und gucken, was passiert. Richtig? Richtig. Ja, wie war das? Ja, so war das. Ja, am besten. Ja. Das müssen wir mal versuchen, irgendwie schonend da reinzupacken. So. Warum ist das alles so anstrengend, wenn man erkältet ist?
Erfolg haben. Muss es ja, ne? Irgendwie muss es ja klappen. Jetzt. Und der muss da rein. Und der muss. So. Machen wir das ganz einfach. So. Schonend reingepresst. Was soll man dazu sagen, ne? Nachpressen, damit er hier auch Spack sitzt. Ja. Zeit zum Einbauen. So, das Einbauen werde ich jetzt alleine machen, ohne euch. Und ja, so kommt er rein. Dann mache ich die Kamera wieder an, dann zeige ich euch, wie ich das hier einstelle, damit das hier vernünftig dagegen presst, ohne irgendwie großartig Schäden zu verursachen. Noch etwas, was ich vergessen habe. Hier drin in der Buchse, da sind so Plastikhülsen drin. Und die sind bei der neuen nicht dabei gewesen. Müsst ihr also auf jeden Fall darauf achten, wenn ihr das mal tauscht, dass die Plastikhülsen da drin sind, weil sonst würde das Ganze hier dann unendlich wabbeln. Ne? So, durch die Plastikhülsen ist das jetzt fest verbaut, ne? Wie ihr sehen könnt. Ohne die wabbelt die Scheiße. Das habe ich jetzt erst gemerkt, wo ich das einmal Probe drauf gesteckt habe, dass die Hülsen da nicht mit drin sind. So, meine Freunde, drin ist er. Jetzt möchte ich euch so ein bisschen zeigen, wie das Ganze aussieht. Also, wir haben jetzt das hier. Das ist jetzt sau locker, das Ganze. Jetzt tun wir den hier rein. Dann gehen wir einmal rum, nehmen die dicke Schraube hier. So, ich stelle euch mal ab hier ein bisschen. Dort haben wir ja unser Loch hier drin. Dann jetzt müssen wir mal so ein bisschen herumfummeln. Schieben wir mal die Schraube da rein. Gehen wieder rum. Und müssen hier noch mal so ein bisschen nachhelfen, dass die rein durchkommt. So, dann haben wir die Schraube schon mal drin. Die dicke Mutter, also die Kontermutter im Prinzip, können wir schon mal so ein bisschen ansetzen, dass die da erstmal drin ist. Nicht viel, muss sowieso gleich weitergezogen werden. So, und jetzt haben wir hier Wackeldackel, weil dort der, ich hoffe man kann das jetzt sehen, da haben wir jetzt einen riesen Spalt hier so. Da. So, das heißt, wir müssen jetzt den hier einfach mal einstellen. Und zwar gehen wir jetzt hier auf praktisch im Uhrzeigersinn anfangen zu drehen, dann dreht sich das, die Mutter dreht sich dann praktisch raus, also nach da. So, das machen wir mal am besten mit der Zange, dann geht das schneller, weil hier kann man ein bisschen mehr Kraft dran ausüben. So.
weiter. Und wie ihr seht, sind wir da schon um einiges näher dran gekommen. So, aber da ist ja noch Spiel drin. Das heißt, wir müssen noch weiter. Es darf halt nicht zu fest und nicht zu locker sein. Hier drin befindet sich eine Hülse. Und im Prinzip wird die Hülse zusammengedrückt halt von dieser Konstruktion durch die Dingens da und durch den Rahmen auf der anderen Seite. Da. So, das heißt, also viel verkehrt kann man da eigentlich nicht machen. Das Wichtigste ist einfach nur nicht allzu fest und nicht allzu locker, so dass da null Spiel mehr drin ist. Ne, ist immer noch. Das heißt, dann gehen wir noch ein Stückchen rein. Oh, okay. Ja. Ja, komm. Ich gehe mal von innen. Kann man ja auch. Ja, einmal hier so. 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 Also wirklich einfach nur mit Gefühl und das war's. Also man sollte da jetzt nicht da drauf rumreißen wie bekloppt. Einfach nur mal mit Gefühl so ein bisschen und fertig. Also denkt daran. Nicht allzu viel Kraft aufwenden, weil sonst scheiße ist. So. Dann gehen wir wie gewohnt mit der 17er. Das ist auch nochmal so ein Trick hier. Mit die 17er. Hier dran. Hatten wir den auch fest. Wir hatten den auch fest. So. Hier mit dem 17er. Und dann ziehen wir das Ganze mal hier so. Das mal ran. Also viele wollen ja unbedingt mit einem Drehmomentschlüssel arbeiten und so weiter. Mein Drehmomentschlüssel ist hier drin. Knackt fürchterlich im Ellbogen, wenn ich zu feste ziehe. Deswegen passt das schon. So, jetzt gucken wir mal. Ja, jetzt haben wir hier auf jeden Fall viel weniger Spiel, aber wir sind ja noch nicht fertig, denn jetzt haben wir das hier alles festgezogen. Das ist schon mal alles perfekt soweit. Hoffentlich. Ich weiß das noch nicht genau. Jetzt müssen wir die untere hier noch festziehen. Da war ja irgendetwas da. Ich weiß noch nicht was, aber wir werden es herauskriegen. Hier war auch 17 und auf der anderen Seite auch 17. Ein bisschen anlösen. Und die Mutter final noch ein bisschen Schrumpf in die andere Richtung. Anziehen. Ja, schon weniger. So, muss natürlich ein bisschen mehr, bis das aufhört komplett zu klappern. Deswegen nehme ich auch hier so einen kleineren Schlüssel, weil damit kann man eigentlich nichts kaputt machen. Ja, ein ganz kleines.
Ja, fast kein Spiel mehr drin. So, jetzt ist da kein Spiel mehr drin und den Rest vom Schützenfest kennt ihr. Festziehen. So. Jetzt nur noch dieses zwei hier, die unteren, die haben wir ja gelöst, damit wir da besser das Teil rausholen können, um diese Plastikscheiße zu tauschen. Wie war das dann nochmal? Ich glaube, so war das hier. Unten. Rausbauen. In der nächsten Folge möchte ich euch zeigen, wie ich dieses Scheißpedal, weil das nervt ungemein, vor allem wenn man mit Arbeitsschuhen hier drauf sitzt, dann hat man sehr, sehr wenig Platz für den Fuß. Und ich meine, ich habe keine großen Füße. Vielleicht kommt das davon, weil ich kein Italiener bin, ich weiß das nicht. Auf jeden Fall bei Schuhgröße 43 habe ich hier keinen Platz, wegen dem scheiß Pedal. Und deswegen wollte ich den umbauen ein bisschen, und zwar wollte ich den so anschrauben. Das heißt, ich müsste dann theoretisch noch ein zweites Loch bohren hier. Oder ich mache den einfach nur mit einer Schraube fest. Und zwar bombenfest, damit der TÜV nicht meckert. Weil komplett entfernen darf man den nicht, leider. Sonst hätte ich den schon komplett entfernt. Weil der in der nächsten Folge vielleicht, mal schauen, vielleicht in der übernächsten, vielleicht kommt in der nächsten Folge das Einstellen des Ventilspiels hier, ne? Wenn ich das Ding schon mal auseinander habe. Sehr herrliches Wetter hier, sehr herrliches Wetter, und mein Moped ist auseinandergebaut, ne? So, mal schauen. Ach, guck mal. Wunder crazy, hm? Mal gucken. So. Boah, Alter, null Spiel, Alter, leck mich am Arsch, ey. Was denn so ein neues Gummi ausmacht, ne? Ja, Leute, das war's. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Nächstes Video, ich wäge mal ab. Entweder Ventilspiel einstellen oder Bremspedal umbauen. Ihr könnt ja mal gerne unten in den Kommentaren mal schreiben, was ihr für wichtiger haltet, Ventilspiel oder das andere Gedöns. Ich sage dann mal bis zum nächsten Video und viel Spaß noch.